So, vom Weg von Göteborg nach Marstrand. Meine neue Crew, Peter. Und wie haben wir es? Bestens, könnte nicht schöner sein. 5 Knoten Speed und irgendwo um die 9 Knoten Wind. Ja, Das super, wird ja, genau. Und die Sonne. Sonnenschein. Der Tanker da, der ist hier auf Rede. Von dem haben wir jetzt ebenfalls müssen wenden. Jetzt geht es hier hinten drauf. Das ist schmale Fahrwasser. Da kommt die ganze Armada vom Marstrand heim nach Göteborg. Wir gehen jetzt in die Gegenrichtung und haben dann hoffentlich auch einen Platz im Marstrand. Stefanie, schick mir ein E. Kommst du raus? Prost! Ja, zum Wohl. Urs, Fürs erste. Sante, erster Tag nur gegen da, hä? Ja, genau. Super. Aber lässig war. Ist Fast zäh alles gewesen, gesehen. aber es war lässig gewesen. Ja, genau. Und, Marstrand. Marstrand, Ja. da hinten sehen wir das gerade, wie das so ein bisschen aussieht. Ein malerischer Ort. Ich verstehe nicht, warum das Göteborger jedes Wochenende hier raufsegelt. Ausfahrt aus Marstrand. Die Burg ja. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Gullholmen, eines der ältesten Fischerdörfer von Schweden. Ja, so, das ist heute jetzt ein bisschen Flautensegeln hier. Entlang von diesen Schären, nördlich von Marstrand. Dafür haben wir zum ersten Mal T-Shirt-Wetter. Genau. Können die Sonne geniessen. Und ein bisschen Sonnenschutz natürlich einreiben. Ja. Ein paar Schweinswal gesehen haben wir auch. Genau. Unterwegs. Ja, ja. Und ja, läuft immer noch etwas da. Eben schön interessant. Jetzt sind wir wieder fast unter Land. Jetzt müssen wir lieber schauen. Dass noch irgendeine Schere rammt. Genau. Da sind wir jetzt also gerade außerhalb von dieser Scherenlandschaft. Im Kattegat draussen. Jetzt werden wir an diesen Scheren entlang absegeln, bis es dann weiter vorne da wieder zwischendrin geht.
super angekommen. Da ist auch gemerkt, oder? Wenn, ja. Ich glaube schier. Also musst wir fahren jetzt hier in Sondi. Da ist die Insel Gullholmen Ja, das ist der älteste Fischer. mit einem uralten Fischerdörfli oben drauf. Nur noch 100 Einwohner. Fischfabrik kennt es noch. Ja, das ist das Dorf in der linken Hand. Ja, in dieser Ankerbucht hier innen hat es auf der rechten Seite wunderschöne Felsliegenplätze. Einer sogar mit einem fest installierten Felshaken. Aber es kommt Querströmung dadurch. Darum haben wir jetzt hier nicht anlegen können. Und wir haben uns entschieden, wir gehen jetzt retour durch das enge Fahrwasser nach Gullholmen, wo sehr pittoresk soll sein. Gullholmen, unser Ersatzetappenort, wo wir hingegangen sind, nachdem wir in Pilgrimen nicht können mit Felsnägeln ankern. Aber es hat sich gelohnt. Es ist ein total malerisches Örtli. Es ist eines der ältesten Fischerdörfer hier in Schweden, verbürgt seit dem 13. Jahrhundert. Und heute leben nur noch rund 100 Leute hier. Alles ist aber sehr gepflegt. Staatsbesitz. Abend um 10 ab 8 Uhr. Ja. Aber im Winter wahrscheinlich auch. Da durch das extrem enge Fahrwasser mit vielen Untiefen sind wir heute Nachmittag reingekommen. Da hinten kommt Smögen in Sicht. Die Partystadt in den Schären, nördlich von Göteborg. Und das gehen wir uns jetzt anschauen. Sehr schön können segeln. Direkt von Gullholmen bis dahin rauf. Alle Wetterprognoseninstrumente haben wir über Bord geschmissen, weil angesagt war, kein Wind oder leichter Nordwind. Und haben wir irgendwie 12 Grad. Unglaublich schön zu segeln. So, wir sind jetzt in Smögen angekommen und nach einem Hürdenlauf mit docspot.com haben wir immerhin jetzt einen Code bekommen für ein WC und eine Dusche. Und wir sehen, heute zum Teil ist es ein bisschen Regen. Urs beim Suchen von Lebensmitteln, nicht Nebelmittel. Nebel haben wir nämlich keine gehabt, aber Lebensmittel.
Wunderschönes Städtli. Altes Fischerdörfli. Da kommt ein echter Aboriginal Swedish Man. Auf der Suche nach einem Lebensmittelladen in Smögen. Okay. Das Bettli. Und auf ein Sitzplätzchen noch. In 90 Meter rechts. Ja, da der Preis für eine Toblerone in Schweden. Aber es war fein. So, nach erfolgreichem Einkaufen auf dem Heimweg, ausgerüstet für die nächsten Tage. Riesengrosse Walfisch. Ausfahrt aus Smögen am Mittwochmorgen um 9 Uhr. Die Partystadt war eigentlich ganz ruhig jetzt in der Vorsaison und das ist uns ziemlich entgegengekommen. Ich hoffe, der Wetterbericht stimmt ein bisschen besser als gestern, aber es scheint so wolkenlos, traumhaft. Barometer ist gestiegen um 4 Punkte, ist gesagt, über Nacht. Tipptopp. Ja, wir segeln jetzt hier noch raussegeln unter dem Motor. Und sobald wir dann da bei dem Ostquadrant sind, geht es dann Richtung Norden. Und heute möchten wir dann eigentlich in eine Ankerbucht hinein gehen. Ja, wir sind jetzt seit mehreren Stunden unter dem Spinnaker unterwegs. Es läuft zur Zeit gut. Am Anfang war es noch ein bisschen holprig. Die See hat sich jetzt beruhigt. Ziemlich flach geworden. Gleichzeitig hat der Wind ein bisschen zugenommen. Und so wie es aussieht, können wir noch 2-3 Stunden so weiter segeln. Wir sind sehr hoch am Wind, wie wir hier sehen. So ca. 77, 78 Grad, manchmal sogar 72 Grad hoch am Wind. Überall da die Fischerbäume, wo man immer wieder ein bisschen ausweichen muss. Und da sind wir gerade an der Grenze von einem Schärengebiet. Und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls einen Archipel passiert von solchen Schären hier im Kattegat draussen. Hier unser AP, Anna Petra. So, wir sind jetzt in Trossö angekommen. Genau, Peter ist gerade dabei, die letzte Leine noch festzumachen. Und da oben sind wir da um einen Stein herum. Ja, Peter, zum Wohl. Für Anker. Zum Da ist Wohl. Trossö, Ja, von Felsanker. Ja. So, haben wir es geschafft. Genau. Wir alten Bergsteiger. Das ist so, oder? Ja, dann nehmen wir das aus der Kamera mit. Also, Hellensprung. Hopp! So. Zweinadlige Föhre, Arven oder Weimutskiefer. Wo ist die Entenfamilie? Da aussen. Im Wasser. Ah ja. Das ist. Jetzt nur noch runter. Ins Meer. Jetzt nur noch ins Meer. Herab. Urs beim Verholen
von der Ankerleine, dass wir ganz sicher sind und ruhig schlafen können. Und jetzt sehen wir den Tellensprung. Voilà. Wo sind wir da? Wir sind hier an einem wunderschönen Ort. Ja, morgen um 4:30, über 20 Knoten Wind, also in eine andere Richtung. Jetzt haben wir müssen den Ankerplatz verlassen am Felsnagel und sind jetzt hier vor einer Boje. Da sehen wir unsere Anlegestelle von vorher. Der Anker war unter dem Boot durch, zum Glück ist alles frei gekommen. Ich hatte Glück gehabt. Gleich wie vier Waldstättersee. Hallo, Motorboot, nein, ehrlich. Weißt du, wenn das Meer nur 10 Meter breit wäre, also nein. Mann, da haben wir alles im Griff, gell? Ja. Diese hohe Speed. Hier vorne sehen wir Kurs 340 Grad und Bootspeed 6,4 Knoten im Moment. Wir sind auf dem Weg von Trossö in Schweden zur Ankerbucht Tresvika in Norwegen. Schaumen rundherum. Wir haben über 6 Knoten, vorher 6,7 gehabt. Am Wind. So sieht das Meer aus, wenn es lebt. Affengeil. Fast schneeweiss, wenn es geschneit hat. So sieht ein kompetenter Skipper aus, über unten. Voll Kanone bei der Sache. Und so sieht der Matros aus, kurz bevor er kotzt. Hoffentlich ist es so viel Bild, also haben einen schönen Tag, wir haben einen prächtigen. Seit einer halben Stunde sind wir in Norwegen, offiziell. Man sieht es deutlich in der Landschaft, kein Witz. Aber eben, es ist nach wie vor unvergleichlich schön. Wildnis, soweit das Auge reicht. Und da Hightech, soweit das Auge reicht. Als Skipper, der alles im Griff hat. Super. So, Ankertrunk, hat jetzt best. Urs, Ja, Peter, Santé. zum Wohl da für unseren Unser- tollen Ritt. 6 Knoten Durchschnitttag. Und jetzt sind wir vor Anker. Ich würde sagen, in einer Bucht, wo man landschaftlich nicht tuppen kann. Was wir noch vergessen haben. Norwegen, Ahoi. Das erste Mal habe ich Norwegen-Flagge gesehen, das ist zum ersten Mal. Super. Ja. Da. Wir scheinen allein zu sein. Jemand hat gerade den Anker geliftet und ist am Verlassen. Morgen geht es ja hier vorne links rauf auf Halden. Und schon wieder. In der Anfahrt auf Halden sind wir in Sund eingebogen. Links ist Norwegen, rechts ist Schweden. Wir sind jetzt gerade zwischen den beiden Brücken drin, eine wunderschöne Landschaft. Immer gerade eine Halse gemacht. Der Wind ist kräftig und tätscht von hinten.